Ich zeige euch, wie ihr die Crawl-Statistiken in ein Looker Studio Dashboard überführen könnt und damit halt sehr coole Detailanalysen anstellen könnt. Ihr braucht dazu eigentlich nur das Plugin GSC Helper. Wenn ihr das installiert und aktiviert habt, seht ihr diesen Button Open Advanced Report unterhalb der Crawl-Statistiken in der GSC. Den öffnet ihr einfach, also es öffnet sich damit ein neues Fenster und hier seht ihr jetzt erstmal eine große Auswahloptionen, die soweit voreingestellt sind. Das Einzige, was ihr überprüfen solltet, ist der Bereich Hosts, weil hier per Default alles ausgewählt ist, also die gesamte Property, inklusive halt auch Subdomains. Und wenn ihr die nicht mit analysieren wollt, müsst ihr diese nochmal direkt deaktivieren. Ansonsten lasst euch einfach direkt diesen Report generieren. Wenn ihr hier, wie gesagt, mehrere Subdomains auch drin habt, dann können das mehrere Dateien sein, dann kann es ein Stückchen länger dauern. Ansonsten geht das in der Regel relativ schnell. Und diese Daten hier, die kopieren wir uns, öffnen ein leeres Google Sheet, fügen diese Daten hier ein, benennen es noch der Vollständigkeit halber um. Und öffnen dann das Google Looker Studio Dashboard. Den Link dazu findet ihr im Artikel oder unter dem Video. Und das müsst ihr euch einfach kopieren. Es sind nur 2 Datenquellen angebunden. Falls ihr nicht seht, was die ursprünglichen Datenquellen sind, ist wichtig, dass die erste immer das Google Sheet ist. Also bei der ersten Datenquelle immer das Google Sheet, was wir gerade befüllt haben, anbinden und bei der zweiten die Search Console Daten. Das macht ihr so, ihr geht erstmal auf die erste Datenquelle, geht dann auf Datenquelle erstellen, wählt den Connector Sheets aus und hier seht ihr auch schon per Default, das erste sollte das Google Sheet sein, was ihr gerade erstellt habt. Das connecten wir jetzt und in diesem Schritt ist eigentlich nur wichtig, nochmal zu checken, dass alle Dimensionen den korrekten Dateityp haben. Also es sollte nur ein Datum geben, nämlich bei Date. Bei Number sollte Zahl stehen und bei URL URL. Der Rest ist alles Text. Wenn das nicht so ist, solltet ihr das bitte nochmal korrekt formatieren. Ansonsten nach der Prüfung könnt ihr das direkt hinzufügen und das gleiche machen wir nochmal Datenquelle erstellen mit den GSC-Daten. Hier sucht ihr euch eure Property, die ihr analysieren wollt. Wichtig hier, auf URL-Ebene wollen wir natürlich uns das Ganze anschauen, weil wir Performance-Daten zu den einzelnen URLs mit anbinden. Dann brauchen wir hier jetzt keine Datenprüfung zu machen. Das wird immer korrekt übergeben. Das fügen wir auch noch zum Bericht hinzu und schließen das Ganze ab, indem wir auf Bericht kopieren gehen. Damit wird jetzt das Looker Studio Dashboard mit euren Daten befüllt. Und ihr könnt dann auch direkt mit der Analyse loslegen. Schaut bitte nochmal als letztes zu dem Bereich top gecrawlte URLs. Hier wird oftmals ein Filter nicht übertragen, weil der Dateiname des Feldes nicht mit übernommen wird. Das heißt, ihr müsst hier einfach nochmal einen Namen vergeben und dann wird das halt auch korrekt angezeigt. Und damit stehen die Daten hier zur Verfügung und ihr könnt auf verschiedene Aspekte achten. Das erkläre ich euch gerne in einem weiteren Video.